Stell dir vor, du schaust einen Actionfilm, Explosionen auf dem Bildschirm und plötzlich leuchtet dein ganzes Wohnzimmer in Orange und in Rot. Nicht, weil die Wohnung brennt, sondern weil dein TV jetzt endlich mitspielt. Das klingt nach Science Fiction, oder? Ist es nicht. Wir zeigen dir heute, dass man auch den beschissensten Fernseher hier, so wie meinen, in ein Luxuskino verwandeln kann. Man braucht nur ganz viel Geld. Heute geht es um das Philips Hue Play Gradient Lightstrip in der Kombination mit einer Syncbox 8K. Ob sich der TV-Strip und die Syncbox von Philips Hue lohnen oder man sich für das Geld direkt besser ein neues Wohnzimmer kaufen sollte, das klären wir heute in diesem Video. Außerdem zeigen wir euch hier noch ein paar sehr nützliche Tipps im Video immer wieder bis zum Schluss, die einfach die Nutzung der Syncbox optimieren. Und dann sprechen wir über den großen Haken dieses Setups, über den sonst keiner spricht. Bleib also bis zum Ende dran. Wer unserem Kanal aufmerksam folgt, dem ist schon aufgefallen, wir sind dabei, unser ganzes Haus zu huerisieren und wir nehmen euch mit auf diese Reise. Die Produkte sind auch alle in der Beschreibung verlinkt mit den aktuellen Angeboten, also klickt mal drauf und schaut euch im Shop an, denn wir sind irgendwo so zwischen jung und alt und brauchen das Geld, um das Setup hier zu finanzieren. Das wird ein teures Projekt. Wenn du Technik liebst, aber keine Lust mehr auf Marketing-Bullshit hast, dann abonniere unseren Kanal. Ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für ehrliche Reviews. Jetzt lass uns zunächst mal kurz klären, was hier überhaupt heute auf dem Tisch liegt, weil das System aus mehreren Teilen besteht und du das verstehen musst, bevor du dein Geld ausgibst. Also Teil 1 ist dieser Play Gradient Lightstrip. Das ist der LED-Streifen, der an der Rückseite deines TVs befestigt wird, erhältlich für 55, für 65 und für 75 Zoll. Die Preise dafür liegen zwischen 200 und 250 Euro. Das Besondere, der zeigt mehrere Farben gleichzeitig an. Zum Beispiel links blau, rechts rot, oben gelb, alles in einem Streifen. Kein billiges, einfarbiges Leuchten, wie bei unserem alten Ambilight für $5. Der zweite Teil ist hier die Hue Syncbox 8K. Darin steckt die Magie. Die ist das Hirn des Systems. Du knallst die Syncbox einfach zwischen deinen TV und deine HDMI-Geräte. Sie liest das Bild dann in Echtzeit aus und schickt die Farbinfos an den Lightstrip hier. 4 HDMI-Eingänge hat die Box, da müssen aber dann auch eure ganzen anderen HDMI-Stecker rein, die ihr sonst immer braucht. Also zum Beispiel für den Amazon Fire Stick, für die Playstation, für die Nintendo, was auch immer du halt so über den Fernseher laufen lassen willst. Die Box kostet alleine 350 Euro. Also so schon einiges. Und Teil 3, den du unbedingt brauchst, ist natürlich die Hue Bridge. Ohne die läuft gar nichts. Falls du noch keine hast, kommen nochmal rund 60 bis 100 Euro dazu, abhängig, ob du die normale willst oder die Pro-Variante. Falls euch der Unterschied jetzt hier interessiert oder dir noch nicht ganz klar ist und du dich fragst, welche Bridge soll ich jetzt nehmen, dann schau einfach mal hier oben, packe ich dir den Link zu unserem ausführlichen Video über die Hue Bridge Pro an und auch den Unterschied zur alten Bridge. Und da findest du alle Infos. Du stellst dir vielleicht jetzt die Frage, wovon redet der da? Syncbox 8K. Warum brauche ich eine Syncbox 8K? Ich könnte mir auch zum Beispiel einfach für 899 Euro einen Philips TV mit Ambilight holen. Ist doch auch geil. Berechtigte Frage. Denn wie ihr merkt, ist das Ganze schon nicht recht billig. Aber die Antwort auf deine Frage ist, es synchronisiert sich eben nicht nur euer Fernseher, sondern auf Wunsch direkt die komplette Beleuchtung im Raum. Das heißt, ihr wertet nicht nur euren TV auf, sondern euer ganzes Wohnzimmer. Und das ist dann schon echt eine geile Lightshow in den eigenen 4 Wänden. Kommen wir jetzt direkt mal zur Installation und die ist ehrlich gesagt viel einfacher, als ich erwartet hatte. Schritt 1. Du befestigst kleine Plastikclips an der Rückseite deines TVs und die sind schon so richtig, das ist so dickes Plastik, also es sieht schon sehr gut aus, da hat der Lightstrip dann auch wirklich Halt. Oben links, oben rechts und an den Seiten runter.
Einfach draufkleben und fertig. Dann klippst du den Lightstrip rein. Also nicht einfach draufkleben, sondern erstmal gucken, ja, das genau positionieren und dann den Lightstrip mal so dranlegen und zu gucken, damit es auch wirklich bis nach unten reicht und so, ne? Das ist, wir lernen hier aus Erfahrung. Ups. Dann klippst du den Lightstrip rein. Das sitzt dann sofort richtig gut und fest. Wichtig zu wissen an dieser Stelle, die Unterseite bleibt frei. Wenn du das umgehen willst und einen 55 Zoll Fernseher hast, dann holst du dir einfach den größten Lightstrip, dann kannst du es auch unten langlegen lassen. Aber Philips hat hier entschieden, wir brauchen nur 3 Seiten, weil unten meistens der Standfuß ist und dann brauchst du hier kein Licht. I don't know. Das musst du auf jeden Fall vorher wissen, nicht, dass du dich wunderst. Schritt 2, die Syncbox per HDMI-Kabel an den TV, dann deine Geräte, PS5, Apple TV, was auch immer du hast, direkt in die Box. Du hast 4 Steckplätze frei, also 4 Geräte kannst du anschließen. Die Box reicht das Signal einfach durch. Okay, jetzt kommt Schritt 3 oder 4. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch die Box in die App einbinden. Da gibt es dann auch so einen coolen QR-Code auf der Rückseite des Geräts. Und ich finde tatsächlich, in der App ist es ein bisschen kompliziert. Du musst hier auf Einstellungen gehen, dann auf Geräte, dann auf das Plus rechts oben in der Ecke, dann gehst du auf, also ich habe es ja im Wohnzimmer, gehe ich auf Wohnzimmer und dann scanne QR-Code. Und dann drehe ich das Ding auf links und scanne den QR-Code. Here we go, Syncbox. Das Licht ist entscheidend. Weiter. Richte deine Huawei Syncbox ein. Weiter. Ist deine Huawei Syncbox angeschlossen? Ja. Blinkt die LED-Anzeige an der Huawei Syncbox blau? Nein. In welcher Farbe leuchtet die LED-Anzeige an der Huawei Syncbox? Ah, muss sie schon einstecken. Brauchen Strom. Blau. Blinkt die Anzeige der Huawei blau? Ja. Bluetooth-Geräte? Ja. Verbindung wird hergestellt. Oh, erfolgreich. WLAN einrichten. Okay, wir sind live. Taste 3 Sekunden drücken. 1, 2, 3. Erfolgreich. Suche nach Updates. Update verfügbar. Aktualisieren. Wie binde ich das Ambilight in die App ein? Ich gehe auf die 3 Punkte. Lampen hinzufügen. Wohnzimmer. Scanne QR-Code. Und da hat er es schon. Das läuft ja wie geschmiert. Katsching! Huawei Play Gradient Lightstrip. Hammers? Hammers. Benenne deine Lichter. Honolulu. Bist du bereit zu sehen, wie diese Lichter erstrahlen? Tippe darauf, um sie auszuprobieren. Besinnlich. Palm Beach. Und wenn du das Ambilight dann in die App eingebunden hast, dann kannst du hier zwischen den verschiedenen Szenen wählen. Blossom, frostige Morgendämmerung, trübe Tage. Warum sollte man sich trübe Tage ins Wohnzimmer holen? Herbst, Gold, Sonnenuntergang, Savanne. Also schier unendlich viele Szenen und das Licht passt sich an. Aber das Geile am Ambilight ist ja, dass es sich dem Bild vom Fernseher anpasst, ne? Oder und den Geräuschen und sowas. Und deswegen gibt's ja die Syncbox. Ein Problem, das mir im Alltag allerdings immer mal wieder aufgefallen ist, der Fernseher ist an, aber die Syncbox nicht. Oder die Syncbox läuft schon, wenn der TV noch aus ist. Das kann, finde ich, ziemlich nervig sein, wenn man dann im Zweifelsfall immer nochmal von der Couch aufstehen muss, zum Fernseher laufen muss, die Syncbox einschalten muss und so weiter und so fort. Das gilt vor allem, wenn Geräte wie der Amazon Fire Stick dann nicht mehr richtig angezeigt werden. Jetzt kommen meine heißen Tipps, wie du das umgehen kannst. Der erste Tipp: In der App kannst du eine Fernbedienung einbinden, mit der du dann die Syncbox einfach per Fernbedienung einschalten kannst. Das ist schon mal geil. Also du nimmst deine normale Fernsehbedienung, gibst eine Taste für die Syncbox frei. Und der zweite, und der Tipp ist wirklich hot: Geh in die Einstellung der Syncbox, wie du es hier auf dem Screen-Video siehst. Unter automatische Steuerung kannst du die Hotplug-Erkennung, also HPD, aktivieren. Dann merkt das System einfach, wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, reagiert automatisch und du musst nicht mehr von deiner gemütlichen Couch aufstehen, um die Syncbox einzuschalten. Okay, Einrichtung fertig, alles läuft und dann drückst du das erste Mal Play. Der erste Moment hat mich erwischt.
das sage ich dir, denn plötzlich ist das Fernseherlebnis 100-mal cooler als vorher. Wobei ich hier ehrlicherweise auch zugeben muss, das könnte daran liegen, was im Fernsehen tatsächlich dann auch läuft. Das Licht reagiert in Echtzeit. Keine spürbare Verzögerung. Ein Actionfilm läuft und die Wand hinter dem TV explodiert förmlich in den gleichen Farben wie das Bild. Orange-rot beim Feuer, tiefblau bei Unterwasserszenen, sattgrün im Wald. Der Gradient Strip macht dabei genau das, wofür er gebaut wurde. Links und rechts zeigt er verschiedene Farben gleichzeitig. Das ist der Unterschied zu billigen Alternativen. Was mich besonders überrascht hat, die Helligkeit. 1200 Lumen, das ist kein zaghaftes Schimmern, das ist BAM, Erleuchtung. Selbst wenn im Zimmer noch etwas Umgebungslicht ist, kommt der Effekt schön durch. Und hier kannst du dann selbstverständlich auch noch einige Einstellungen vornehmen in der App, also zum Beispiel wie intensiv sich das Licht anpassen soll. Zum Beispiel bei einem Actionfilm mit sich schnell ändernden Szenen kann es dann schon ganz schön crazy werden. Deshalb stelle ich da die Intensität hier runter, damit eben sich das Licht nicht so oft anpasst wie eben bei ruhigeren Filmen. Oder die Helligkeit, also wie hell soll es im Zweifelsfall werden, wenn es schon Abend ist und man nicht mehr dauernd das Gefühl haben möchte, dass man bei Grey's Anatomy irgendwie im OP, im hell erleuchteten OP steht, dann kannst du hier eben die Helligkeit runterregulieren. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass die Syncbox nicht nur dafür da ist, quasi deinen Fernseher mit einem Ambilight nachzurüsten, das dann auch wirklich auf das wechselnde Bild mit den Farben, mit der Farbenänderung reagiert, sondern du kannst dein komplettes Huiversum, dein ganzes Zimmer oder von mir aus dein ganzes Haus diesem Entertainment-Bereich zuordnen und dann werden alle Lichter, die du dem Bereich zuordnest, mit dem Fernseher synchronisiert und das ist dann schon eine echt steile Lightshow. Jetzt lasst mich euch noch ein paar Highlights zeigen, was ich noch alles in dieses Sync-Mode eingebunden habe, wenn ich Fernsehen gucke. Also was dann sich alles farblich ans Bild anpasst. Und das erste geile Teil ist hier der Philips Hue Wall Washer. Der hat hier so verschiedene Lampen drin und das ist quasi dafür da, dass du die Farben vom Bild maximal in die Breite über deine Wand ausstrahlen kannst. Das ist ziemlich geil. Link ist in der Beschreibung. Und hier hinten habe ich die Hue Go abgestellt. Auch sehr cool. Ist fast ein bisschen schade, die da oben auf dem Schrank zu verstecken, weil die einfach so stylisch ist. Passt sich auch in das Sync ein. Und du kannst sie sogar ohne Stromkabel benutzen. Also mit Akku. Ist auch ziemlich cool. Und kannst sie dann auch variabel irgendwo immer hinstellen. Fügt sich sehr gut hier in das System ein. Und wenn du wissen willst, was das gerade kostet, das Teil, dann schau mal in der Beschreibung. Da ist der Link. Was für eine Überraschung. Eine nicht sehr günstige Variante, um das Ganze hier zu erweitern, war diese Stehlampe von Philips Hue. Die sogenannte Gradient-Lampe. Auf jeden Fall auch sehr geil. Kann auch Farbverläufe und sich perfekt in das Sync-Modul einpassen. Ist ein bisschen teurer. Genauso wie dieser Lightstrip, der OmniGlow, den ich hier hinten abgelegt habe. Der passt sich auch perfekt in die ganze Hue Sync-Geschichte rein und ich habe dann somit rundherum, um mich herum beim Fernsehgucken Licht, das sich ans Bild anpasst. Das macht schon richtig Fun. Und jetzt habe ich noch einen richtig geilen Tipp für dich, wie du das Ganze auch deutlich günstiger hinkriegst. Und zwar haben wir uns hier die oder die andere IKEA-Lampe gegönnt und da einfach diese Philips-Glühbirnen reingeschraubt. Und die kannst du dann auch tatsächlich in deinen Entertainment-Bereich mit aufnehmen und die passt sich dann auch farblich an das Bild vom Fernseher an. Also das ist dann die deutlich günstigere Variante und funktioniert genauso gut, ehrlicherweise. Und dazu haben wir ja auch ein Video hier. Kannst du dir hier anschauen, wie wir das gemacht haben. Ist natürlich nicht schwer. Welche Birne wir benutzt haben, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Einfach mal auschecken. Jetzt aber zum Haken, den ich im Intro angesprochen habe. Die Syncbox funktioniert nur mit externen HDMI-Geräten und ein paar Fernsehern, die damit quasi kompatibel sind. Was dein TV selbst macht, Netflix direkt aus der TV-App, YouTube eingebaut, das synchronisiert die Box leider bei den wenigsten Geräten. Das Signal läuft nicht durch sie durch. In den meisten Fällen brauchst du also ein externes Gerät wie ein Fire Stick, ein Apple TV oder eine Konsole. Wer alles direkt über den Smart TV schaut,
wirklich aufgepasst, vorher die Kompatibilität checken. Also zum Beispiel, wenn du ein Samsung QLED ab 2022 oder ein LG-Modell ab 24 mit WebOS 24 hast, dann kannst du die HuSync TV App direkt auf dem Fernseher installieren. Dann brauchst du die Box gar nicht. Das ist auch geil. Da sparst du dir 350 Euro. Das solltest du vorher definitiv prüfen. Jetzt lass mich noch mal ehrlich ein paar Dinge ansprechen, die mich hier an diesem Setup komplett stören. Also erstens finde ich der Preis, der ist schon heiß. Da verbrennt man sich die Finger. 600 Euro für das komplette Paket. Das ist kein Impulskauf mehr. Das willst du dir auf jeden Fall vorher gut überlegen. Und wenn du Pech hast, so wie ich, dann wirst du hier angefixt und willst die Lightshow immer erweitern. Und du brauchst dann einfach wirklich viel Zeit und Geld, und um das alles auszubauen, ja. Und das kann schon ein mittleres Drama sein. Auf jeden Fall. Zweitens, die Unterseite des TVs bleibt bei diesem Lightstrip frei. Statt 4 Seiten haben wir 3. Bei dem Preis. Im Alltag fällt es dann zwar irgendwann nicht mehr auf, aber für das Geld hätte ich mir schon gewünscht, dass der Lightstrip einmal komplett rumgeht. Hui hat das einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden, dass wir unten keine Beleuchtung brauchen. Warum? I don't know. Ich will untenrum auch Licht. Und drittens, und das ist der wirkliche Schwachpunkt, die Hue Bridge erlaubt immer nur eine aktive Sync-Verbindung gleichzeitig. Das heißt, du hast 2 TVs zu Hause oder 3 und einen im Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und willst alle mit Sync-Boxen ausstatten, dann brauchst du auch 3 Bridges, weil sie immer nur eine gleichzeitig bedienen kann. Also jetzt nochmal zurück zur Eingangsfrage. Ist das alles seinen Preis wert und ist es geil und für wen eignet sich das? Und die Antwort ist ehrlicherweise, wenn du ein echter Heim-Kino-Enthusiast bist oder Gaming liebst oder einfach das beste TV-Erlebnis willst oder wenn du einfach Barbara Salisch mit richtig geilem Licht genießen willst und das Geld hast, das Budget hast, um dir das ganze Setup hier zu kaufen, dann ja, dann absolut. Denn der Effekt, ich finde schon, der ist richtig geil und die Qualität ist top und die Installation überraschend einfach. Und auch hinterher, das läuft jetzt schon seit ein paar Wochen hier bei mir im Wohnzimmer und es funktioniert einfach sehr gut. Vor allem, wenn du unsere Tipps aus diesem Video anwendest. Wenn du aber hauptsächlich über Netflix den eingebauten Smart TV schaust und kein externes Gerät dazwischen stecken willst, dann schau erst nach, ob dein Fernseher die HuSync TV App unterstützt. Damit sparst du auf jeden Fall 350 Euro für die Box und hast den Effekt trotzdem. Und für wen ich es überhaupt nicht empfehle, wer sparsam kauft, wer keine externe Box im Setup haben will, noch ein Gerät und so weiter und wem das Fernseherlebnis einfach nicht so krass fasziniert und wichtig ist, da gibt's einfach deutlich günstige Alternativen, ein schönes Backlight, das einfach gut dann auch für die Augen ist oder sowas. Mein persönliches Fazit: Seit ich das Setup habe, schalte ich es auf jeden Fall bei jedem Film ein. Es macht einfach Spaß und das ist am Ende das, was für mich zählt. Und wenn du dir das alles mal im Shop anschauen willst und die aktuellen Angebote checken willst, dann schau mal hier Syncbox, Lightstrip, Hue Bridge. All das findest du unten in der Beschreibung, also die Links habe ich dir da hingepackt. Und wenn dich Smart Home Themen interessieren und du sehen willst, wie wir unser Zuhause hier immer weiter huerisieren, uns auf der Reise begleiten willst und wissen willst, wie es ausgeht und ob es jemals ein Ende findet, dann folge doch gerne unserem Kanal, da unten ist der Abonnier-Button. Das lohnt sich auf jeden Fall, dann verpasst du keinen Test mehr. Und ich freue mich, wenn du dir auch die anderen Videos zu Philips Hue anschaust, die wir gemacht haben. Hier packe ich dir die Playlist hin und hier geht es um Philips Hue Einsteiger-Themen. Schau einfach mal rein, da sind auf jeden Fall nützliche Infos für dich dabei und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Peace!